Wenn du dich in ein modernes Auto setzt, findest du ihn fast immer. Manchmal ist es ein massiver roter Schalter am Lenkrad, manchmal ist es ein unscheinbarer Knopf in der Mittelkonsole. Darauf steht ein einziges Wort: Sport. Millionen von Autofahrern drücken diesen Knopf jeden Tag. Und fast alle glauben in diesem Moment an ein mechanisches Wunder. Sie glauben, dass tief im Motorraum ein geheimes Ventil aufgeht. Sie glauben, dass das Auto plötzlich mehr Pferdestärken hat. Sie drücken das Gaspedal, der Motor heult auf, der Wagen springt förmlich nach vorn und sie fühlen sich wie ein Rennfahrer. Aber die Realität unter der Motorhaube sieht völlig anders aus. Wenn du diesen Knopf drückst, ändert sich an der reinen Kraft deines Motors absolut gar nichts. Die maximale Leistung bleibt exakt gleich. Die Sporttaste baut keinen neuen Motor ein. Sie verändert lediglich die Persönlichkeit deines Autos durch extrem clevere Software. Sie belügt deine Sinne, um dir das Gefühl von Geschwindigkeit zu geben, lange bevor du überhaupt schnell fährst. Willkommen beim Kern der Dinge. Wir analysieren heute, warum dein Gaspedal eigentlich nur ein Joystick ist und wie Computer deine Lenkung künstlich schwer machen. Wir klären, wie magnetisches Öl in den Stoßdämpfern funktioniert und warum dein Auto dir gefälschte Motorgeräusche über das Radio vorspielt. Wenn du verstehen willst, wie die Industrie dich austrickst, um dir ein sportliches Gefühl zu verkaufen, dann abonniere jetzt den Kanal. Um den größten Trick des Sportmodus zu verstehen, müssen wir uns ansehen, wie du überhaupt Gas gibst. Früher, bei alten Autos, gab es eine direkte mechanische Verbindung. An deinem Gaspedal hing ein dickes Stahlseil. Dieses Seil führte durch den gesamten Motorraum bis zur Drosselklappe. Wenn du das Pedal zur Hälfte durchgedrückt hast, hat das Seil die Klappe im Motor exakt zur Hälfte geöffnet. Es war reine, ehrliche Physik. Heute existiert dieses Stahlseil nicht mehr. Moderne Autos nutzen ein System namens Drive-by-Wire. Dein Gaspedal ist nichts anderes mehr als ein elektronischer Sensor, wie der Abzug an einem Controller für eine Spielkonsole. Wenn du das Pedal drückst, sendet der Sensor ein Signal an den Bordcomputer. Der Computer entscheidet dann, wie weit er die Drosselklappe öffnet, und genau hier greift die Sporttaste ein. Sie ändert die sogenannte Kennlinie. Im normalen Modus ist das Pedal träge programmiert, damit du sanft anfahren kannst und wenig Sprit verbrauchst. Wenn du in den Sportmodus schaltest, schreibt die Software die Regeln neu. Du drückst das Pedal nur 10% nach unten, aber der Computer lügt den Motor an. Er sagt dem Motor, der Fahrer verlangt 40% Leistung. Das Auto springt brutal nach vorn. Es fühlt sich extrem giftig und aggressiv an. Aber in Wahrheit hat das Auto nicht mehr Kraft. Der Computer hat lediglich deine sanfte Fußbewegung in einen virtuellen Tritt aufs Gaspedal übersetzt. Der zweite Bereich, den die Sporttaste radikal verändert, ist das Automatikgetriebe. Ein normales Getriebe hat heute oft 8 oder sogar 9 Gänge. Die oberste Regel im normalen Fahrbetrieb lautet: Benzin sparen. Deshalb schaltet das Getriebe so schnell wie möglich in den höchsten Gang. Bei 50 km pro Stunde fährst du oft schon im 6. Gang. Die Drehzahl sinkt auf winzige 1000 Umdrehungen pro Minute ab. Das ist leise und effizient, aber es ist tödlich für die Beschleunigung. Wenn du jetzt überholen willst, hat der Motor in diesem Drehzahlkeller keine Kraft. Das Getriebe muss erst hektisch 3 Gänge herunterschalten, bevor etwas passiert. Der Sportmodus verbietet dem Getriebe genau dieses Verhalten. Sobald du die Taste drückst, sperrt der Computer oft die obersten Gänge komplett. Er zwingt den Motor, die Gänge endlos lange auszufahren. Die Drehzahlen bleiben dauerhaft hoch, irgendwo bei 3000 oder 4000 Umdrehungen. Warum? Weil dort oben das maximale Drehmoment und die maximale Leistung deines Motors lauern. Das Auto ist jetzt wie ein Sprinter, der bereits angespannt in den Startblöcken kauert. Wenn du das Gas berührst, gibt es keine Verzögerung mehr. Der Motor ist bereits im perfekten Leistungsbereich und schlägt sofort zu. Außerdem schaltet das Getriebe beim Bremsen extrem aggressiv und früh herunter, damit du nach der Kurve sofort wieder die volle Kraft zur Verfügung hast. Das dritte Element ist die Lenkung. Und hier wird die Software besonders manipulativ. Früher hatten Autos eine hydraulische Servolenkung. Eine Pumpe, die von einem Riemen angetrieben wurde, half dir beim Lenken. Heute haben fast alle Autos eine elektrische Servolenkung. Ein kräftiger Elektromotor an der Lenksäule übernimmt die harte Arbeit für dich. Im Stadtverkehr ist dieser Motor auf maximale Unterstützung programmiert. Du kannst ein 2 Tonnen schweres Auto mit dem kleinen Finger in die Parklücke zirkeln. Aber bei hohen Geschwindigkeiten ist so eine weiche Lenkung gefährlich und fühlt sich absolut unsportlich an. Wenn du die Sporttaste drückst, kappt der Computer einfach die Stromzufuhr zu diesem Hilfsmotor. Er schaltet die elektronische Unterstützung massiv ab. Plötzlich wird das Lenkrad schwer.
Du musst richtig arbeiten, um das Auto in die Kurve zu zwingen. Das Auto vermittelt dir dadurch das raue, mechanische Gefühl eines klassischen Sportwagens ohne Servolenkung. Es liefert dir künstlich mehr Widerstand, damit du das Gefühl hast, die Straße besser zu spüren. Wenn du ein etwas teureres Auto besitzt, greift der Sportmodus auch in das Fahrwerk ein. Ein komfortables Auto rollt weich über Schlaglöcher, aber in einer schnellen Kurve neigt sich die Karosserie bedrohlich zur Seite. Ein Sportwagen darf sich nicht neigen. Er muss flach auf der Straße liegen. Wie löst man diesen Widerspruch? Mit adaptiven Stoßdämpfern. In diesen speziellen Dämpfern fließt kein normales Öl. Manche Hersteller nutzen eine Flüssigkeit, die mit winzigen, mikroskopisch kleinen Eisenpartikeln gefüllt ist. Das ist die sogenannte magnetorheologische Dämpfung. Wenn du im Komfortmodus fährst, schwimmen diese Eisenpartikel frei herum. Das Öl ist flüssig, der Dämpfer ist weich. Drückst du die Sporttaste, schickt das Auto einen Stromstoß durch eine Magnetspule im Stoßdämpfer. In Millisekunden richten sich die Eisenpartikel nach dem Magnetfeld aus. Das flüssige Öl wird plötzlich zäh wie Honig oder sogar fast fest. Der Stoßdämpfer verhärtet sich im Bruchteil einer Sekunde. Das Auto stoppt jede Wankbewegung. Es liegt wie ein Brett auf der Straße. Der Preis dafür ist Schmerz. Du spürst nun jede einzelne Zigarettenkippe, über die du fährst, direkt in deiner Wirbelsäule. Bis hierhin haben wir über Fahrdynamik gesprochen. Aber Autohersteller wissen, dass Sportlichkeit zu 90% im Kopf entsteht. Deshalb beginnt mit dem Druck auf die Sporttaste auch ein großes Theater für deine Sinne. Erstens, die Optik. Die digitalen Instrumente verändern sich. Das ruhige blaue oder weiße Design verschwindet. Alles wird aggressiv und rot. Der Tacho wandert in die Mitte. Plötzlich siehst du Fliehkräfte oder den Ladedruck des Turbos. Zweitens, der Sound. Moderne Motoren sind durch strenge Abgasnormen extrem leise geworden. Sie klingen oft wie ein Staubsauger. Der Sportmodus öffnet elektronische Klappen im Auspuff, um den Schalldämpfer zu umgehen. Das Auto wird physisch lauter. Aber viele Hersteller gehen noch einen Schritt weiter, tief in die Grauzone der Täuschung. Sie nutzen aktives Sounddesign. Ein Steuergerät analysiert die Drehzahl des Motors und komponiert daraus ein künstliches, tiefes Grollen. Dieses falsche Motorengeräusch wird dann über die normalen Stereolautsprecher in den Innenraum gespielt. Du denkst, du hörst einen gewaltigen Achtzylinder, der um sein Leben brüllt. Aber in Wahrheit hörst du nur eine MP3-Datei, die synchron zu deinem Gasfuß abgespielt wird. Warum also sollte man diesen Modus nicht einfach immer eingeschaltet lassen? Der Hauptgrund ist die Physik des Verbrauchs. Weil das Getriebe die Gänge endlos ausfährt und die Drehzahlen hochhält, verbrennt der Motor massiv mehr Kraftstoff. Dein Verbrauch steigt extrem an, ohne dass du schneller an deinem Ziel ankommst. Außerdem ist ein Auto im Sportmodus unglaublich anstrengend. Das harte Fahrwerk prügelt deinen Rücken. Das nervöse, zuckende Gaspedal macht sanftes Mitschwimmen im Berufsverkehr fast unmöglich. Das Auto ist wie ein Hund an einer extrem kurzen Leine, der ständig nach vorn zerren will. Für eine leere Landstraße an einem Sonntagmorgen ist das perfekt. Für den Weg zur Arbeit am Montagmorgen im Stau ist es die absolute Hölle. Der Sportmodus ist also kein magischer Knopf, der verborgene PS-Zahlen freischaltet. Dein Auto wird von 0 auf 100 keinen Wimpernschlag schneller sein, wenn du das Gaspedal sowieso komplett in das Bodenblech drückst. Aber dieser kleine Knopf verändert die Spielregeln zwischen dir und der Maschine. Er manipuliert die Software, er strafft die Muskeln des Fahrwerks und er belügt deine Ohren, um dir ein emotionales Erlebnis zu schenken. Er nimmt ein braves Pendlerfahrzeug und verkleidet es für ein paar Kilometer als reinrassigen Sportwagen. Es ist eine perfekte Illusion. Aber es ist eine Illusion, die verdammt viel Spaß macht.